Hallo, ich möchte nur den Reihenzähler nutzen. Deshalb lösche ich das Muster und den Speicher. Der Cursor steht jetzt auf dem Pullover. Der Cursor blinkt. Das heißt, ich befinde mich im Hauptmenü. Das bestätige ich mit der Return-Taste, 4. Taste von oben. Auf der Anzeige könnt ihr jetzt sehen, dass ein Muster positioniert ist. Das werden wir jetzt löschen. Erstmal gehe ich zurück ins Hauptmenü mit dem Rückpfeil. Hier ist wieder der Pulli, der blinkt. Wir suchen uns jetzt mit den Pfeiltasten dieses Bild mit dem Pfeil, Blatt und Polunder. Hier ist es direkt daneben. Das bestätigen wir mit der Return-Taste. Hier könnt ihr sehen, dass der Cursor auf dem Blatt mit dem Pfeil steht und blinkt, aber das möchte ich nicht. Ich suche mir jetzt das Radiergummi mit dem Blatt, da kann ich das Muster löschen und deshalb nehme ich die Pfeiltasten und suche es mir raus. Hier ist das Feld mit dem Pfeil, dem Blatt und dem Radiergummi. Das blinkt auch. Das bestätige ich. Nun habe ich die Auswahl, das Kreuz heißt abbrechen und OK heißt löschen. Also gehe ich mit dem Cursor zu dem OK-Feld rüber. Nun ist das Muster gelöscht und der Cursor ist wieder ins vorige Feld zurückgesprungen. Nun einmal noch zurück ins Hauptmenü mit der Return-Taste. Von unserem Hauptmenü, dem Pullover, starte ich jetzt das Strickprogramm, um zu kontrollieren, ob das Muster gelöscht ist. Hier könnt ihr sehen, dass der Speicher jetzt leer ist, nur der Reihenzähler ist noch an. Nun kann ich anfangen zu stricken und der Reihenzähler zählt die Reihen. Wenn ich jetzt mit Muster stricken möchte, dann muss ich natürlich, bevor ich stricke, das Muster neu programmieren. Ich habe euch dazu ein anderes Video gemacht. Das stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Nun viel Spaß beim Stricken und schaut euch auch meine anderen Videos an und abonniert mich und meinen Kanal, um weitere schöne Videos anzuschauen. Bis bald!